Xiaomis zweites Auto wurde enthüllt, als das Unternehmen seine Verkaufslizenz in China beantragte. Zusammen mit den ersten Bildern der Serienversion und den wichtigsten Spezifikationen wurde auch der Name bekannt: der Xiaomi YU7. Der Xiaomi YU7 wird in der einzigen Fabrik des Unternehmens in Peking Yishuang hergestellt, wie aus den Homologationsausfüllungen gegenüber dem Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hervorgeht. In China muss jedes Auto von der örtlichen Aufsichtsbehörde genehmigt werden, bevor es auf den Markt kommt. Das MIIT veröffentlicht die Liste der Autos, die den monatlichen Homologationsprozess durchlaufen. Die Autohersteller sind darüber natürlich nicht erfreut, weil dadurch Serienversionsbilder und Spezifikationen der Autos enthüllt werden, die sie nicht offiziell auf den Markt gebracht haben, aber das soll uns ja nicht stören. Xiaomi brachte am 28. März sein erstes Elektrofahrzeug auf den Markt, das Xiaomi SU7. Die EV-Limousine startet in China bei ca. $29.700 und Mitte November wurden mehr als 100.000 Exemplare ausgeliefert. Xiaomis Ziel ist es, bis Ende des Jahres 130.000 SU7-Einheiten auszuliefern. Laut China EV Data Tracker lieferte Xiaomi im Jahr 2024, also März bis November, 112.516 Elektrofahrzeuge in China aus, davon 21.955 Einheiten im November. Xiaomi hat die offiziellen Bilder vom YU7 veröffentlicht, Sekunden nachdem das MIIT seine monatliche Liste veröffentlicht hat. Dies war ein kluger Schachzug, da MIIT-Bilder normalerweise nicht allzu schmeichelhaft sind. Die Linienführung des viertürigen YU7 erinnert stark an den Ferrari Purosangue, übernimmt aber auch deutlich Elemente des SU7. In der Gesamtform ist er mit seiner stark nach hinten abfallenden Dachlinie eher SUV-Coupé als klassischer SUV. Die spitze Nase wird von schlanken LED-Leuchten im McLaren-Stil flankiert. Im Untergeschoss öffnet sich ein großes Kühlermaul. Extrem dynamisch wirken die starken Einzüge an den Flanken, die Platz schaffen für große Entlüftungskiemen hinter den vorderen Radläufen. Bündig in die Türen versenkt präsentieren sich die Türgriffe. Am Heck verlängert ein Spoiler die Dachlinie über die flach liegende Heckscheibe hinweg. Die stark ausgeformten hinteren Seitenteile münden am Heck in einen Bürzel. Darunter setzt ein C-förmig umlaufendes Lichtband die Rückseite des YU7 in Szene. Den unteren Abschluss bilden große Diffusorelemente. In den Innenraum können wir aktuell leider noch nicht sehen, man kann aber davon ausgehen, dass der stark dem des Xiaomi SU7 ähneln wird. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und den Elektronauten, zusätzlich noch das Space Nebula Design, das Comic Design und das erstmal einen Reinladen Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Der Xiaomi YU7 ist ein vollelektrischer SUV mit einer Länge von 4,99 m, einer Breite von 1,99 m und einer Höhe von 1,60 m. Sein Radstand beträgt 3 Meter und sein Leergewicht 2405 Kilogramm. Das Modell ist mit 2 Elektromotoren ausgestattet, einem vorderen mit 220 kW und einem hinteren mit 288 kW, was eine Gesamtleistung von 508 kW oder 681 PS liefert, womit der YU7 höchstens auf 251 km/h kommt. Der Strom wird in einer Lithium-NMC-Batterie von CATL gespeichert. Die Kapazität wurde noch nicht bekannt gegeben. Als Referenz für die Akkugröße könnte dennoch die Limousine dienen. Den SU7 gibt es in der Basis mit einer 73,6 Kilowattstunden großen LFP-Batterie, darüber rangieren 2 NMC-Akkus mit 94,3 und 101 Kilowattstunden Energiegehalt. Da im Zulassungsantrag des YU7 von einem Lithium-Ionen-Ternär-Akku die Rede ist, dürfte die LFP-Version in dem SUV nicht angeboten werden. Xiaomi gab jetzt bekannt, dass der YU7 im Juni oder Juli 2025 auf den Markt kommen wird, was überraschend spät ist, da Homologationsfüllungen innerhalb des MIIT normalerweise der letzte Schritt vor der Markteinführung sind. Man erwartet einen Preis umgerechnet zwischen 32.000 und 43.000 Euro. Zum Vergleich, das Tesla Model Y startet in China aktuell bei 32.200 Euro.
Wie gefällt euch der Xiaomi YU7? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Auch alle Songs in all meinen Videos sind von mir selbst produziert und die findet ihr ebenfalls in der Beschreibungsbox. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!